Ja, moin Leute. Mein Name ist Marcel. Viele kennen mich unter dem Namen Bullet. Einige wissen es. Anfang des Jahres 2025 habe ich das Darts Hub und die ganzen zusätzlichen Extensions übernommen. Vom lieben Wusa, der hat damit angefangen mit dem Projekt, hat das sehr geil gestartet, konnte dann aber leider irgendwann nicht mehr weitermachen und ich habe mich dann erbarmt, das Ganze zu übernehmen. Ich möchte euch hier heute einmal vorstellen, was das Darts Hub ist, was das Darts Hub kann, auf die einzelnen Argumente, Parameter eingehen. Es hat sich in der letzten Zeit sehr viel dran geändert. Ich bin weiterhin auch am Bauen an der ganzen Geschichte. Es wird in Zukunft auch noch ein Projekt geben, was released wird, wo ich noch nicht näher drauf eingehen werde. Der aufmerksame Beobachter wird es dann sehen. Grundsätzlich, grob vorweg, das Darts Hub ist eine Art Management-Software für Extensions für das Autodart-System. Es gibt zum einen die Möglichkeit der einfachen Konfigurierung der einzelnen Extensions, vorneweg der Caller natürlich, der als Basis für alles dient. Dann das WLED, was viele Nutzer halt nutzen, um die Open Source Software WLED halt anzusteuern, zu triggern, um coole LED-Effekte zu machen. Dann gibt's das Pixel-It, auch ein sehr cooles Projekt von ein paar Leuten, wo man halt LED-Matrixen steuern kann. Das kann bei uns halt genutzt werden, um Punkte anzuzeigen, Scores anzuzeigen oder irgend so ein Lauftext oder so ein Kram. Das sind die Hauptdinger, auf die ich hier eingehen werde. Alles andere ist von mir selber noch nicht wirklich weiter angepasst worden. Demnach will ich da jetzt erstmal auch noch nichts weiter zu sagen. Die Dokus dafür sind in den jeweiligen GitHub-Repositories enthalten. Das wollen wir jetzt heute einmal durchgehen. Zunächst einmal, viele fragen immer, wo kriege ich das Darts Hub her? Also das Darts Hub ist Bestandteil einer GitHub Repository, die damals der Wusa, hier heißt er noch Lieberman, gestartet hat. In dieser Repository finden sich erstmal weitestgehend ein paar Informationen zu dem ganzen Thema, wie es installiert werden kann über die Shell und so weiter. Also ein paar grundsätzliche Dinge. Was auf jeden Fall immer zu beachten ist, Darts Hub ist eine Anwendung für einen Desktop. Headless-Systeme werden damit nicht funktionieren, weil das Darts Hub nur startet, wenn auch eine GUI vorhanden ist. Es gibt einige, die eine GUI, also eine Benutzeroberfläche auf ihrem Linux-Rechner laufen haben und dann halt nur so ein Emulationsdongle da drin stecken haben. Da funktioniert das auch. Dann muss man sich halt nur eine Möglichkeit schaffen, irgendwie remote auf diesen Rechner draufzukommen, um es zu konfigurieren. Ich nutze dafür ganz gerne AnyDesk oder ähnliche Sachen, da ich auch an den meisten meiner Dart-Rechner keinen eigenen Bildschirm dran habe. Wenn ihr die neueste Version haben wollt, dann klickt ihr hier auf die Releases und könnt euch dann die jeweilige Release runterladen. Hier sind jetzt aktuell laufen hier ein paar Beta-Releases. Könnt ihr auch nutzen, könnt ihr ausprobieren, werden mit Sicherheit Probleme machen in gewisser Art und Weise. Deswegen empfehle ich für den sauberen Start immer erstmal eine normale Release zu nehmen. Man sucht sich dann hier sein eigenes Betriebssystem aus. Ne? Windows-Betriebssysteme, Mac-Betriebssysteme, Linux-Betriebssysteme, je nachdem, was man hat. Hier auch für den Raspberry Pi 5 könnte man das halt auch nutzen. Das lädt man dann runter, bekommt dann ein ZIP. Dieses ZIP muss dann halt dementsprechend entpackt werden. Ich habe das hier soweit schon mal vorbereitet und habe das hier drinne. Hier sieht man jetzt ein paar mehr Dateien, als es eigentlich sind in dem ZIP, weil ich das schon einmal gestartet habe, um die Beta-Meldung auszustellen. Also ich laufe hier aktuell auf der letzten Beta, die ich released habe zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann ist die Installation soweit erstmal abgeschlossen. Also man kann das auch frei kopieren in irgendein Verzeichnis, wie man das gerne haben möchte. Das ist erstmal völlig irrelevant. Sein Autostart sollte man dann gegebenenfalls auf dem Dart-Rechner noch einrichten. Da werde ich jetzt aber nicht näher zu eingehen. Und das ist erstmal soweit der Punkt. Wenn man jetzt das Darts Hub startet, einfach eine Verknüpfung anlegen oder man nimmt halt direkt die Echse hier und startet das. Ich mache es jetzt einmal über die Verknüpfung. Und dann kommt man, wenn man jetzt frei startet, also ohne dass irgendwas eingerichtet ist, wird erstmal der Setup Wizard gestartet. Der Setup Wizard soll euch helfen, das Ganze ein bisschen einfacher einzurichten. Es ist natürlich alles auf Englisch gehalten, da ein Großteil der Nutzerbase also Englisch spricht und nicht Deutsch. Auf den oberen Punkt gehe ich erstmal noch nicht ein. Das wird in Zukunft relevant werden. Man kann dann hier ganz normal einfach auf Next klicken.
kann dann hier auswählen, welche Extensions man hat oder welche Extensions man in dem Wizard konfigurieren möchte. Also das Darts WLED, Dart Pixelate, Darts GIF, Darts Voice etc. Oder halt auch Custom Features. Custom Features sind Anwendungen, die man automatisch starten lassen kann, wie zum Beispiel den Autodarts Desktop, dass der halt immer beim PC-Start über das Hub gleich mitgestartet wird. Oder man kann sich Custom URLs einrichten, das automatisch beim Darts Hub starten, dann auch gleich die play.autodarts.io Webseite mit öffnet. Da will ich jetzt erstmal nicht weiter drauf eingehen, das ist relativ simpel und selbsterklärend. Das sollte jeder soweit hinbekommen. Wir fangen jetzt einfach mal an und machen mal das Darts WLED. Der Caller ist immer required, also der ist die Base für alles andere. Wenn man den nicht nutzen will, kann man einfach die Volume auf 0 drehen, aber er muss laufen und eingerichtet sein, weil der sich mit dem Autodarts verbindet und dementsprechend die Connection für die anderen Extensions herstellt. Wenn man jetzt ausgewählt hat, was man konfigurieren will, geht man einfach auf Next. Dann gibt man hier seine Zugangsdaten ein. Ich mache das mal soweit. Dann braucht man noch eine Board-ID. Die hole ich mal eben. So. Dann braucht es zwingend für den Caller einen Mediapath, also einen Ordner, in dem sämtliche Audio-Files gespeichert werden sollen. Da klickt ihr einfach auf Browse, sucht euch irgendeinen aus. Ich habe hier schon einen vorbereitet auf dem Rechner, wo alles drauf ist. Dann hat man hier noch weitere, also man könnte jetzt theoretisch also sagen, okay, ich lasse alles auf Default, dann macht er so ein paar Ansagen und dann ist gut. Man kann aber auch sagen, okay, nö, ich möchte noch ein bisschen mehr konfigurieren. Dann geht's hier weiter, dann gibt's hier einmal Bot-Actions, also sollen Aktionen des Bots angesagt werden, ja oder nein. Ne, kann man hier dann halt über Enable oder Disable einstellen. Dann Call Current Player, Default ist immer 1, also der wird normalerweise angesagt. Wenn man das auch möchte und das vor allem bei jedem Wechsel haben möchte, dann stellt man den hier auf 2. Also jedes Mal, wenn man dran ist, wird dann der Name gesagt, sofern er natürlich vorhanden ist. Also es ist ein großer Teil Namen, die zu einem Zeitpunkt, ich glaube im Oktober habe ich gegrabt, vorhanden waren, ist in den meisten Soundpacks der Name der Spieler dabei, wenn sie existiert haben oder gespielt haben in dem Zeitraum in Autodarts. Wenn nicht, kann man sich seinen eigenen Namen halt als Soundfile ablegen und der wird dann halt gezogen. So, dann Call Every Dart, also möchte man jetzt jeden Dart haben, möchte man eine Triple 20 als 60 gecallt haben oder möchte man halt wirklich die Triple 20 gecallt haben. Das kann man hier frei auswählen, wie man das halt haben möchte. Ich lasse das jetzt mal auf 0, weil ich das jetzt gerade nicht haben möchte. Call Every Dart Total Score ist, glaube ich, für jeden relevant. Ne? Also am Ende einmal zu sagen, okay, wie viel habe ich geworfen. Caller Real Life ist ein Feature, das ist immer noch so ein bisschen im Beta-State. Das wird am Ende dann so sein, dass der Caller sich ein bisschen mehr ausdrückt wie ein echter Stage-Caller. Also dass die Ansagen ein bisschen mehr sind, dass auch der Name mehr mit einbezogen wird und so. Muss man ausprobieren, ob man das möchte oder halt nicht. So, Voice Pack Downloads. Standardmäßig werden 5 runtergeladen, Entschuldigung. Kann man hier alles auch noch konfigurieren, wie viele Downloads man haben möchte. Genau, 3 ist per Default, sorry. Wir sagen jetzt einfach mal 5, ist egal, weil alle Voice Packs in meinem Ordner schon drin sind. Man kann die Sprache, kann man sich hier einstellen, welche Sprache runtergeladen werden soll. Lasse ich meistens auf Every Language, weil der Großteil der Sprachen ist Englisch, also er wird eigentlich immer eine englische Sprache ziehen. Man kann auch, wenn man jetzt die Voice Packs kennt, kann man sagen, okay, ich möchte exakt nur dieses Voice Pack haben, was er mir runterladen soll. Und die Funktion hier sagt nochmal alte Voice Packs entfernen. Das heißt, wenn eine neue Version erzeugt wird, löscht er automatisch die alte Version. Also wenn ich eine neue Version release, dann wird die alte gelöscht, die neue runtergeladen. Da muss man aber ein bisschen aufpassen. Wenn man sich dann nämlich eigene Soundfiles reingepackt hat in dieses Verzeichnis, sind die halt auch weg. Random Caller Settings kann man hier halt auch konfigurieren, wenn man das will. Per Default immer auf 1. Ich mag das nicht so. Ich möchte keinen Random Caller. Random Caller Language, also kannst du ihm sagen, welche Sprache du haben möchtest als Dingens. Ich sage jetzt hier einfach mal die 1.
Männlich oder weiblich? Möchtest du lieber männliche Stimme oder eine weibliche Stimme haben? Configuration Checkout. Possible Checkout Call. Hier kannst du halt einmal einstellen, wie oft soll dein Checkout gecallt werden. Das heißt, wenn du jetzt die klassische Fall Madhouse bist und hängst 80 Mal auf dem Madhouse, hast du, glaube ich, keinen Bock, jedes Mal den Madhouse Call wieder zu haben. You require 2. Deswegen sagt man hier, okay, ich stelle jetzt hier einfach mal 4 Mal ein. Das heißt, 4 Runden lang soll er mir das sagen und dann hält er die Klappe. So, dann kannst du hier noch einstellen, ob er das nur für mich sagen soll. Also soll er für jeden Spieler das You Required sagen oder nur für einen selber? Ich mache es gerne so, dass das nur für mich sagt. So, wenn ich jetzt hier eine Fixed Caller Voice hätte oder haben möchte, kann ich das hier einstellen. Da kann ich dann halt einfach mir einen von diesen Caller-Namen, die es halt gibt. So, dann nehme ich mir hier einen von diesen Namen halt raus. Je nachdem, was ich haben will. Ich möchte jetzt hier so einen englischen Caller haben. Und zwar nehme ich den US-englischen Caller. Das wäre jetzt dieser hier. Kopiere den, setze den da rein und möchte halt nur von dem die Sprache haben. Startup Configuration, also der muss immer mitgestartet werden automatisch. Da führt kein Weg zu rum. Hier eine kurze Zusammenfassung. Dann Next. Jetzt kommen wir zum WLED. Hier habe ich so gemacht, dass man entweder kannst du jetzt sagen, du baust hier oder gibst hier deine eigene IP-Adresse ein. Bei mir ist das die 144. Gehe auf Test Connection. Er lädt die WLED-Extension runter. Testet das einmal, jo, passt soweit. Oder aber, wenn ich jetzt hier einfach, ich mache jetzt hier 120 einfach mal rein. Ich kann auch sagen, ich scanne. Dann dauert das jetzt eine Weile. Und der wird im Hintergrund dein Heimnetzwerk scannen und nach einem WLED-Endpunkt suchen. Bei Windows kann das ab und zu mal zu Problemen führen. Und zwar findet der Windows Defender das nicht so cool, wenn man, ich sag mal, IP-Adressen pingt. So, oder wenn man das zu häufig macht. Jetzt wird hier natürlich ziemlich viel gepingt. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass er das halt blockt und halt nichts findet. Dann muss man einfach mal eine Ausnahme erstellen, dass das dann halt trotzdem wieder funktioniert. So, jetzt die WLED-Einstellung. Also einmal die Endpoint-Einstellung, die hat er automatisch übernommen, die IP-Adresse. Dann gibt es natürlich so gewisse Default-Effekte. Das heißt also, was ist der Default-Effekt, wenn gerade nichts ist? Ne? Also wenn ich werfen möchte oder beziehungsweise wenn ich dran bin, dann gibt es halt einen ganz normalen Idle. Ne? Idle-Effekt nennt sich der. Das setze ich immer gerne als Color-Effekt. Bei mir ist das immer standardmäßig grün. Dann klicke ich hier auf Use This und er speichert das ab. So, das heißt, jedes Mal, wenn jetzt ein Spiel gestartet wird, leuchtet immer grün. Jetzt ist es auch noch so, dass es für jeden Spieler immer grün ist. Das heißt, wenn Wurf möglich ist, ist es grün. So, wenn ich jetzt aber für andere Spieler eine Custom-Farbe haben möchte, dann kann ich die hier konfigurieren. So, wenn ich jetzt sage, okay, ich spiele eigentlich nur mit 2 Spielern oder so, dann kann ich sagen, okay, dann nimm einfach nur die und die. Oder, na gut, jetzt sind es 3. Und ich habe dann halt die Farben, die hier eingestellt sind, extra für die Leute genutzt. Ne? Alternativ, ich hätte das jetzt auch noch ändern können und hätte dann das hier nochmal speichern können. Und hier sieht man dann halt immer, welche Farbe jetzt quasi für diesen Spieler kommt. Das heißt, der Spieler 1, und das ist man nicht immer selber, sondern das ist der Spieler, der halt an erster Stelle steht. Wenn ich jetzt ein Spiel starte oder ein Turnier starte und bin halt nicht an erster Stelle, das heißt, ich fange nicht mit dem Bullen an oder was auch immer, bin ich standardmäßig immer der Spieler 2. Hab dann halt die Farbe. Genau. Das kann ich hier konfigurieren, so wie ich das möchte. Man kann das natürlich auch alles nachträglich noch konfigurieren. Wenn ich hier diesen Play-Button drücke, kann ich auch die Farbe oder den Effekt oder was auch immer direkt einmal an das WLED-Device schicken, sodass ich dann halt sehen kann, wie die aussieht. Also ich kann mir hier die frei auswählen, die Dinger. Dann teste ich die einfach, ob mir die gefallen oder halt nicht. Ne? Man muss das dann einmal quittieren oder man wartet halt, lässt sie halt laufen, wie man das halt möchte. Genau. So, dann gehen wir zum nächsten, und zwar Game- und Match-Win-Effekt. Will natürlich auch einen coolen Effekt haben, wenn man das Spiel gewonnen hat oder halt eben nicht. Ich nehme jetzt einfach mal standardmäßig, ich sag mal, ich will da nicht einfach nur eine Farbe haben. Wenn ich Presets auf dem Controller habe, kann ich auch sagen, okay, ich nehme hier die Presets. Es lädt auch automatisch alle Presets, die auf dem WLED-Controller drauf sind, zieht er sich rein. Und ich kann die halt hier live auswählen. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch mehr hätte, könnte ich die auch alle nehmen. Da kann ich jetzt sagen, okay, fürs Game One nehme ich hier diesen Game Shot-Effekt als Preset, den nehme ich rein. Ich kann hier noch eine Dauer festlegen, wenn ich das möchte. Bestätige das wieder mit Use This.
Und dann passt das soweit. Alternativ, beim Match One will ich jetzt einfach mal frei eindefinieren. Dann sage ich hier WLED-Effekte. Dann lädt er sich die Daten von dem Controller runter. Welche Effekte gibt es alle? Und da sage ich jetzt einfach mal hier über R. Ja, die sind nach ID geordnet und nicht nach Alphabet. Ich scroll hier einfach mal durch. Wo haben wir denn hier irgendwas? Was weiß ich hier? Waschmaschine. Nehme irgendeine Farbpalette hier raus, die mir gefällt. Da muss man natürlich auf dem WLED-Controller vorher einmal gucken, was einem so gefällt. Ich sage jetzt einfach mal Rainbow. Dann sage ich hier eine Speed, eine Intensity, eine Dauer kann ich auch noch machen. Brauche ich nicht. Und sage dann hier Use this oder teste das halt vorher auf dem Controller. Dann komme ich zu den nächsten Punkten schon. Das sind hier die Board-Status-Effekte. Das heißt, wenn ich Kalibration drücke, kann ich eine Farbe ausgeben. Standardmäßig ist das Pink, so wie halt das Board auch leuchtet. Dann Board-Stop-Effekt. Das heißt, wenn das Board ausfallen sollte mitten im Game, dann kann ich eine Farbe einstellen dafür. Ist auch standardmäßig rot. Und Takeout halt auch. Takeout heißt, sobald ich reingreife in das Board, also in die Kameras, um meine Pfeile zu ziehen, wechselt der Farbeffekt. So. Oder aber auch, wenn jetzt, man hat eine Sonneneinstrahlung, das Board geht fälschlicherweise in Takeout, dann leuchtet es auch gelb. Also man hat das nochmal visuell dargestellt, dass gerade halt ein Werfen nicht möglich ist. Dann gibt es noch sogenannte Score-Based Effekte. Das sind Effekte, wenn ich jetzt sage, ich möchte für einen bestimmten Score einen Effekt haben, so von wegen hier, ich habe eine Waschmaschine geworfen, bei uns heißt es Waschmaschine die 26, ist ein undankbarer Punktestand und ich möchte aber auch für die 180 einen Effekt haben, dann wähle ich mir die beiden aus, gehe auf Apply Score Selection, Selected Scores und kann halt für die einen Effekt darstellen. So, die 26, da suche ich mir wieder hier irgendeinen WLED-Effekt raus. Ich nehme jetzt einfach, was weiß ich, Scan Dual, sag hier, das soll rot sein, weil ist schlecht halt, ne, ist nicht schön. Mach hier wieder irgendwelche Einstellungen, dann übernimmt er das. So, bei 180 habe ich ein Preset für, dann nehme ich die 180er-Effekt, nehme das so, passt alles. So, dann gibt es die Score Areas noch, auf die gehe ich jetzt nicht drauf ein, ist im Grunde dieselbe Konfiguration, nur dass ich da sagen kann, ich möchte von bis, also ich möchte jetzt zum Beispiel von 60 bis 179 möchte ich den und den Effekt haben. Das war's dann auch soweit, also nee, hier No Score Area, genau, brauche ich nicht. Dann sage ich, okay, ja, die soll automatisch gestartet werden, die WLED Extension. Dann sieht man hier im Hintergrund auch schon, die wird jetzt weiß. Ja, das heißt, die beiden werden immer mit Profilstart gestartet und klicke einfach auf Next. So, dann habe ich hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Die beiden sind aktiviert und so weiter. Finish, fertig. Application has been configured successfully. So, Wizard hat wunderbar funktioniert. So. Jetzt kann ich hier einfach über Start Profile, kann ich beide Extensions starten lassen. Das minimiert sich automatisch, das minimiert sich immer, wenn es läuft, weil es muss ja nicht im Vordergrund sein. So, hier hatte ich einen kleinen Fehler und zwar hat der Darts Caller, der lief schon im Hintergrund, deswegen ist er nicht neu gestartet, kann man dann hier unten über die Konsole, ne, hat man hier einmal eine kurze Zusammenfassung über die ganzen Extensions, die es so gibt und man hat halt hier immer den grünen Punkt über die Extension, die läuft. Hier war halt zu sehen, okay, Darts Caller ist already running, deswegen konnte er den nicht nochmal starten, war durch meine Debug-Geschichten, ich hatte den im Hintergrund irgendwo laufen. So, wenn man jetzt einfach nochmal Start Profile macht, dann sollte der Kollege auch mit durchstarten. Das Running zeigt einem an, okay, er läuft. Ich kann jetzt hier reingehen, das sind die Konfigurationen, kann dann halt hier meine Änderungen machen, irgendwelche Sachen machen, wenn ich jetzt was ändern will. Anpassen, hier Random Caller Settings oder ich sage einfach, ach komm, ich nehme hier wie machen wir das hier am besten? Ach, Random Caller Language, da verlasse ich mich auf den Default-Wert, dann lösche ich das hier einfach raus. Wenn ich jetzt festgestellt habe, so, okay, ich will das vielleicht doch haben, ne, weil es eventuell gewisse Dinge gibt, oder gewisse andere Punkte gibt, die man nochmal ändern möchte, dann geht man hier auf Random Caller Language wieder, sagt hier Add, scrollt hoch und man hat das hier wieder drin. So, jetzt sage ich wieder, okay, Default, ich will nur Englisch haben, stelle ich mir ein, passt alles soweit. Was gibt's noch? Media genau, Caller Volume. Wenn ich jetzt den Fall habe, dass ich tatsächlich den Caller gar nicht nutzen möchte, sondern einfach nur den Caller brauche, um die anderen Extensions zum Laufen kriege, dann kann ich die Caller Volume adden, setze das hier alles auf 0 und das war's. So. Die Einstellungen werden nicht direkt übernommen, das heißt, man muss die ganze Geschichte einmal neu starten.
Ich mache das jetzt hier über Stopp, dann sieht man halt wenigstens, okay, der Caller ist jetzt beendet. Ich drücke wieder Start, Caller ist wieder verbunden, startet durch mit den Einstellungen oder mit den neuen Einstellungen, die man gemacht hat. Man kann auch den Restart-Button nutzen, aber dann sieht man halt visuell nicht, dass es funktioniert hat. So, dasselbe gibt es natürlich auch für WLED. Für WLED gibt es halt noch einige mehr Einstellungen, die man halt machen kann. Alleine wenn man sich jetzt hier Area-Effekte sind halt, ich sag mal 12 möglich, Entschuldigung, die man halt einstellen kann. Board-Stop gibt es hier noch ein paar Einstellungen, die per Default gesetzt sind. Also früher war es bei WLED so, dass nach einem Sieg oder nach einem Matchstart wurde das Board automatisch abgeschaltet, damit der Effekt die Kameras nicht stört. Das ist per Default jetzt abgeschaltet, dass das nicht mehr so ist. Wenn man aber trotzdem Störeffekte in seinem Board drin hat und dann in einem Takeout hängen bleibt, kann man sich das jetzt hier wieder reinpacken. Scrollt dann hoch zu der jeweiligen Konfiguration und kann das halt hier wieder enablen, ne, wenn man das möchte. Ich brauche das nicht. Bei mir ist das alles in Ordnung, deswegen lasse ich das weg. Helligkeit kann man natürlich auch noch einstellen. Ne? Die ist per Default ist die eigentlich auf 175. Wenn ich jetzt sage, ich habe aber richtig schön dickes Netzteil da dran, dann kann ich auch sagen, ich will einfach volle Pulle haben. Das heißt, die Lichteffekte werden halt mit voller Helligkeit abgespielt, sofern in dem Preset keine andere Helligkeit vorgegeben ist. Wenn das Preset eine andere Helligkeit vorgibt, dann ist das Preset natürlich die Priorität und es wird nicht verändert. Was gibt es noch? Score-Effekte, genau. Es gibt für jeden Score gibt es einen Effekt, den man halt auswählen kann. Also für jeden einzelnen Score, da kann man sich einen Effekt definieren. Lobby-Effekte gibt es, also Player Join, Player Left. Wenn man jetzt eine Lobby aufhat und man wartet auf einen Mitspieler, kann man halt sagen, okay, der und der Effekt soll abgespielt werden, wenn man da drin ist. Busted-Effekt, High-Finish-Effekt. High-Finish On ist ein Wert, der eingestellt werden kann, ab wie viel denn ein High-Finish überhaupt ist. Also wenn ich jetzt einen Finish mache, das ist aber nur eine Doppel-2 oder irgendwie sowas, dann ist natürlich das kein High-Finish. Das heißt, der High-Finish-Effekt beträgt oder findet keine Anwendung, sondern erst wenn der Wert, die Zahl, die in dem HFO-Parameter hinterlegt ist, übertroffen wird. Es wird in Zukunft aber auch noch ein Video geben, wo ich sämtliche Parameter-Argumente mal erkläre und dazu was sage. Für den Anfang soll das hier aber erstmal reichen. Board-Stop-Start ist ein Effekt, da gehe ich nochmal kurz drauf ein, und zwar Board-Stop-Start hängt im Zusammenhang mit diesem Board-Stop-After-Win. Also man kann halt sagen, okay, wenn ein Effekt abgespielt wird, dann schalte mir das Board für die und die Zeit aus. So, ne? Also wenn ich das jetzt definiere für 0,3 Sekunden, dann wird ein Effekt abgespielt, der schaltet das Board aus und nach diesen 0,3 Sekunden schaltet das wieder ein, dann macht ein Reset und so weiter. Das kann man auch nochmal einstellen, wenn man das möchte, wenn man diese Probleme hat, dass tatsächlich WLED-Effekte das Board stören. Dann kann man das versuchen ein bisschen einzustellen, damit den Werten zu spielen, damit das halt keine Probleme mehr macht. Ich brauche es wie gesagt nicht und ich kann auch nur jedem empfehlen, dass das möglichst nicht genutzt werden soll. Sorgt dafür, dass kein WLED-Licht in das Bildfeld der Kameras kommt. Und wenn, dann nur am Randbereich. Ansonsten wird es immer irgendwelche Probleme geben. Das ist dazu. Service gibt es noch so ein paar. Also hier könnte ich jetzt für die anderen Idle-Effekte noch welche einstellen. WLED Off und WLED Off at Start kann man noch einstellen. Also WLED Off bedeutet einfach nur nach dem Match, also wenn das Match erledigt ist, man die Pfeile gezogen hat, das ist alles beendet worden, das Spiel ist gecancelt worden, kann man das aktivieren, dann schaltet sich der WLED-Effekt aus, also die WLED-Stripes gehen dann halt offline, damit nicht die ganze Zeit da ein Game-Shot-Effekt läuft oder was weiß ich, irgendeine Farbe die ganze Zeit läuft, einfach um ein bisschen Strom zu sparen, je nachdem wie man das möchte. Connection ist noch ein Parameter, der relativ wichtig ist. Und zwar könnte man jetzt, wenn man sagen wir mal, man hat den Caller eventuell auf einem anderen Rechner laufen oder halt auf einem anderen Port. Ne? Man kann in dem Caller auch den Port verstellen. Standardmäßig ist das auf 8079. Vielleicht ist der im Netzwerk aber nicht mehr frei, weil der für irgendwas anderes genutzt wird, wie auch immer. Dann kann man sagen, okay, ich gebe jetzt hier die IP-Adresse ein mit dem anderen Port, der im Caller definiert ist. So, braucht man in der Regel nicht. Beides läuft per Default immer Localhost und dann 8079. Genau, aber wenn, dann kann das mal passieren. Manchmal kommt es auch vor, dass das WLED sich nicht verbinden kann. Dann kann es auch sein, dass dieser Port entweder genutzt wird oder versehentlich geändert wurde im Caller, je nachdem, wie man das gerne hätte. So.
Jetzt dem einen oder anderen, der die Anwendung schon kennt, das Darts-Hub schon kennt, ist aufgefallen, das sieht hier alles ein bisschen anders aus. Und zwar ist das der Enhanced Settings Mode nicht aktuell. Der ist noch in der Beta-Phase, es gibt immer noch so ein paar kleine Probleme, die gemacht werden. Er ist aber schon Bestandteil der letzten Release. Wenn man den nicht möchte oder ihm das nicht gefällt und man weiterhin über die alte Geschichte gehen möchte, kann man den hier wieder abschalten. Das passiert auch live, also du kannst hier einfach abschalten, brauchst keinen Neustart machen. Wenn ich jetzt hier reingehe, hat man wieder die alten Möglichkeiten, das einzustellen. Und kann halt alles Mögliche so verändern, wie es halt früher auch war. Das ist für viele Nutzer leider nicht so ganz praktisch, weil wenn man sich das hier anschaut, das sind halt die Befehle, die man eingeben muss, um irgendeinen WLED-Effekt zu erzeugen. Deswegen habe ich damit angefangen und habe das versucht so umzusetzen. Keiner kann sich das wirklich merken, vor allem wenn man halt wirklich auf die WLED-Effekte selber geht, was da jetzt genau alles eingegeben werden muss, wie das auszusehen hat, wie die Syntax sein muss, etc. Deswegen gibt es diesen New Enhanced Mode hier, der vereinfacht das Ganze halt ein bisschen und lässt halt auch diese Testoption zu. Genau. Changelog gibt es nicht viel zu sagen, gibt es die letzten Änderungen, alles was in der Changelog MD vom GitHub halt zur Verfügung steht, ist dann halt da inbegriffen. Wenn man jetzt den Modus aus hat und man geht hier auf diese Effekte einzeln drauf, hat man rechts die Tooltips, das heißt die Erklärung aus dem GitHub wird direkt gezogen, wird dann damit reingetragen. Man hat dann nochmal eine kurze Erklärung einzelner Parameter, je nachdem. Auf Debug gibt es keine wirkliche Beschreibung. Ja, das ist eigentlich alles. Viel mehr gibt es nicht. Wenn jetzt, gehen wir mal von dem Fall aus, es treten Probleme auf. Ne, ich mache jetzt hier mal irgendwie eine, keine Ahnung, Fehlkonfiguration. Ich lösche jetzt hier mal meine E-Mail-Adresse. So. Und drücke hier auf Restart. So. Jetzt fängt er an zu starten. Wird wahrscheinlich auch in gewisser Art und Weise irgendwie durchkommen. Doch nicht. Gut, zack, Fehler. Dann hat man die Konsole. Die Konsole ist das, was einem hilft und was einem die ganzen Sachen erklärt. Man merkt jetzt schon, der WLD läuft zwar, kann sich aber hier nicht verbinden. Das heißt, ihm fehlt die Verbindung zum Caller. So, jetzt gucken wir, was hat denn der Caller für ein Problem. So, in dem Fall steht es ganz klar drin, Connect failed. So, das heißt, er kann die Verbindung nicht herstellen, aus welchen Gründen. Ich kann natürlich nicht abfangen, warum, wieso, weshalb. Ne? Ich weiß ja nicht, okay, du hast das vergessen in deiner E-Mail-Adresse. So, deswegen gibt es hier immer nur rudimentäre Aussagen. Ist jetzt ein Beispiel gewesen von Punkten, die halt auftreten können. Ihr könnt jetzt das Log hier drüber halt exportieren. Ich würde euch aber bitten, wenn ich euch nach einem Log frage, geht ihr in den Logs-Ordner, ne, vom Darts-Hub, sucht den Ordner der jeweiligen Extension, in dem Fall ist der Caller, und dann habt ihr hier das Log jeweils von dem Tag. Heute ist der 10.12., deswegen habt ihr hier eine 10 Darts Caller Log. So, das wird sich, also täglich gibt es ein neues File und monatlich wird sich das überschreiben. So. Da könnt ihr dann reingucken, da ist das Ganze noch ein bisschen detaillierter aufgegriffen und hier auch mit Info, Warning, Error und so weiter halt hinterlegt. Allerdings muss ich dazu sagen, das muss noch nicht richtig passen. Ne? Also das wird über eine Logik dahingeschrieben und ab und zu, weil ich auch nicht alle Meldungen immer parat habe, muss da noch mal ein bisschen was angepasst werden. Hier hat das aber klar erkannt, das ist ein Error, Connection failed. Bitte schickt mir, wenn ihr irgendwelche Dinge habt, immer diese Datei. Nichts anderes. Passwörter sind hier auch geschwärzt, ne? Also nicht geschwärzt, sondern gesternt. Das heißt, ich habe da ich kann da eure Daten nicht sehen. Außer die E-Mail-Adresse, die kann ich sehen. Müsst ihr gucken, entweder schickt er mir die per PN, wenn ihr die E-Mail-Adresse auch nicht preisgeben wollt, oder halt in den Channel, oder ihr löscht sie raus, oder was auch immer. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Nur, es hilft mir nichts, wenn einer eine Frage stellt, ich hatte das und das Problem, was kann das sein? So, ne? Dann kann ich nur mutmaßen, ich kann aber nicht sagen, was läuft da wirklich ab. Ist es eine Fehlkonfiguration oder ist es irgendein anderes Problem? Genau. Das soll es erstmal gewesen sein tatsächlich für den kurzen Einblick, für die Grundeinrichtung des WLED. Über die einzelnen Bereiche und die einzelnen Punkte, die noch gemacht werden können, werde ich später nochmal ein Video machen. Ich glaube aber für den Anfang sollte das jetzt erstmal den Leuten helfen zu verstehen, was ist das Darts-Hub überhaupt, was macht das Darts-Hub überhaupt, auch die Erklärung, was ist die Apps Downloadable JSON, was kann ich sonst noch konfigurieren hier, was
bedeuten die einzelnen Dateien, werde ich alles später zu einem anderen Zeitpunkt mal erklären. Dieses würde dieses Video einfach überladen. Das soll es erstmal gewesen sein von dem kurzen Einführungsvideo. Solltet ihr irgendwelche Fragen, Probleme, Anregungen, Anmerkungen haben, könnt ihr euch gerne entweder in den Kommentaren auslassen oder ihr schreibt mir direkt über Discord. Ihr kommt hier einfach über diesen Button, kommt zum Discord hin. Wenn euch das Projekt gefällt, Dartshub, es wird weitergehen, definitiv auch in Zukunft noch, könnt ihr natürlich auch gerne eine kleine Spende dalassen. Damit helft ihr mir in der Erstellung neuer Soundpacks. Die kosten immer ein bisschen Geld, gerade die neuen KI-Features. Liken nicht vergessen, Abo dalassen. In Zukunft werden jetzt hier mehr Dartshub-Videos kommen zu den einzelnen Extensions. Wer keine verpassen will, der lässt kurz ein Abo da und dann sehen wir uns später wieder.